bei. Sie haben Eigentum der novarischen Regierung entwendet. Sie wissen doch selbst, dass wir nur eine Handvoll dieser Warp-Schiffe bauen konnten. Sie nehmen unserem Volk die Zukunft. Ich bin es nicht, der unserem Volk die Zukunft nimmt. Ich sorge dafür, dass meine Generation noch eine Zukunft hat. Unser Planet stirbt, falls Sie es noch nicht bemerkt haben. Muskelfaserriss im linken Arm, Muskelzerrung im rechten und einige subdermale Hämatome. Lieutenant Commander, ich weiß, ich werde diese Frage bereuen. Aber wie haben Sie das gemacht? Sie wissen doch, Commander Harriman hat einen neuen Lieutenant im Sicherheitsteam. Sie meinen doch nicht etwa diese Karltianerin? Lieutenant Crawl, doch, die meine ich. Ich weiß, dass Sie ein Katzenmensch sind. Aber wie ist das passiert? Wir waren uns schon immer sympathisch. Und gestern waren wir gemeinsam was trinken. Dann sind wir in ihr Quartier gegangen und ich sage Ihnen, eine rollige Karltianerin, eine wilde Klingonin, ist nichts dagegen. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn ich Trainingsunfall in meine Unterlagen aufnehme. Doktor, Sie sind ein Schatz. Führungsoffiziere, bitte auf die Brücke. Was haben wir? Wir empfingen einen Notruf nahe des Novaris-Systems. Wir sind jetzt unterwegs dorthin. Die Falco, was wissen wir über Novaris? 3 Planeten. Einer davon ist bewohnt. Die letzten Scans sind zwar Jahrzehnte alt, aber wir wissen, dass sie ungefähr auf dem technologischen Niveau der Erde kurz vor dem Dritten Weltkrieg sind. Sie wissen zwar von fremden Lebensformen, haben aber aufgrund des fehlenden Warp-Antriebs nie Kontakt gesucht. Vielleicht hat sich das jetzt geändert. Wie lange noch? Keine 2 Minuten mehr, bis wir die Quelle des Rufs erreichen. Status des Schiffes? Leichte Schäden an der Außenhülle. Eine Lebensform. Der Antrieb ist etwas überhitzt, aber ansonsten keine Gefahr für das Schiff. Die Schäden wurden durch Waffenfeuer verursacht.
Also gut, ziehen Sie das Schiff in den Hangar. Ich bin Savar. Sind Sie von der Föderation? Ich bin Commander Thomas Harriman vom Föderationsraumschiff Aldarion. Sie haben einen Notruf ausgesandt? Um was geht es genau? Mein Volk stirbt. Novaris steuert unaufhaltsam einer Klimakatastrophe entgegen. Ich bin von meiner Regierung geflohen, um Hilfe und Asyl bei der Föderation zu beantragen. Dann sind Sie also unrechtmäßig hier? Definieren Sie unrechtmäßig. Nur weil jemand an der Macht bestimmt, was rechtmäßig ist, heißt es noch lange nicht, dass es auch richtig ist. Über richtig und falsch können wir später noch diskutieren. Die Biowerte, die ich von Ihnen erhalte, sind bedenklich. Commander, ich würde unseren Gast hier gerne erst einmal mit auf die Krankenstation nehmen. In Ordnung. Reynolds, untersuchen Sie das Shuttle. Überprüfen Sie die Datenbänke. Wenn Sie etwas finden, informieren Sie Captain Delia. Wollen Sie diese Atemmaske nicht abnehmen? Was? Nein! Niemand auf Novaris überlebt lange ohne diese Masken. Aber wir sind hier nicht auf Novaris. Wir sind auf einem Raumschiff. Hier ist die Luft perfekt gefiltert. Hier gibt es keine Schadstoffe. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Das ist unglaublich. Ich bin wahrscheinlich der erste Novarianer, der seit über 100 Zyklen es wagt, tief einzuatmen, ohne sich gleich übergeben zu müssen. Das glaube ich, wenn ich mir die Messwerte so anschaue. Erhöhte Strahlenwerte, Rußpartikel in der Lunge, Kunststoffpartikel im ganzen System. Das ist normal. Unsere Regierung hat schon seit langem aufgegeben, zu verhindern, dass Industrienebenprodukte in die Umwelt entlassen werden. Ökologisch zu handeln bringt einfach kein Geld. Ah, Kapitalismus. Ja, das war auch auf der Erde ein sehr dunkles Zeitalter. Man hat sich und die Umwelt vergiftet, um Geld zu verdienen. Nur um später das Geld auszugeben, um wieder gesund zu werden. Eine Todesspirale, deren Ende wir jetzt erreichen. Novaris hat weniger als 50 Zyklen noch vor sich, bevor der Planet kollabiert. Und gibt es denn niemanden, der dagegen vorgeht? Die gibt es. Junge Leute wie mich, die erkennen, dass unsere Zukunft in Gefahr ist. Unsere Politiker sind alt und sie interessiert es nicht, was sie den jüngeren Generationen hinterlassen. Wir haben Ihren Bericht erhalten und die Situation bereits geprüft. Die Novarianer verlangen die Auslieferung des flüchtigen Savar. Da es jedoch bislang keinerlei diplomatische Beziehungen zwischen den Novarianern und der Föderation gibt, können sie frei verfügen. Und der Asylantrag von Savar? Ist gewährt, unter der Voraussetzung, dass Sie weitere Informationen von der Gegenseite beschaffen. Machen Sie sich ein Bild von beiden Geschichten und entscheiden Sie dann. Obwohl die Novarianer scheinbar die Warp-Technologie kennen, waren sie bitte dennoch die oberste Direktive, solange sie nicht selbst auf uns zukommen. Verstanden. Viel Erfolg, Captain. Bella Ende. Herein? Captain, ich habe das novarianische Schiff untersucht und seinen Datenspeicher angezapft. Anscheinend stimmt das, was Savar uns über seinen Planeten erzählt hat. Wie ernst ist es? Ich befürchte sehr ernst. Wäre dies ein Planet der Föderation, würde ich vorschlagen, alles einzupacken und woanders neu anzufangen. Diese Option haben die Novarianer leider nicht. Sie haben nur diesen einen Planeten. Wie sieht es um ihre Warp-Kenntnisse aus? Bestenfalls dürftig. Anscheinend gab es vor einiger Zeit einen kurzen Kontakt zu Außerirdischen, mit denen sie Handel getrieben haben. Soweit ich das den Daten entnehmen kann, besitzen sie lediglich eine kleinere Anzahl Testschiffe, die nur Warp 2 erreichen können und von Ferengi-Dilithium-Kristallen versorgt werden. Unterste Qualität und von den Novarianern nicht zu replizieren. Also werden sie in absehbarer Zeit nicht zur Raumfahrt dazustoßen? Captain, wenn der Raubbau auf Novaris 3 so weitergeht, wird diese Zivilisation in 50 Jahren nicht mehr existieren. Captain, 4 novarianische Kriegsschiffe steigen von der Planetenoberfläche auf. Sie sind auf Abfangkurs. Ich gehe auf gelben Alarm.
Sieht so aus, als wolle man die Muskeln spielen lassen. Man hat uns mit den Waffen erfasst. Taktische Analyse. Nur Subimpulsschiffe. Die Kreuzer sind zwar von oben bis unten vollgepackt mit Laser, Ionen und Atomwaffen, aber nichts, was uns Sorgen machen müsste. Das gibt nicht mal eine Delle in unseren Schilden. Gut, dann haben wir etwas Spielraum. Die Falco? Rufen Sie sie. Kanal offen. Hier spricht General Connect vom Novarianischen Konsortium. Übergeben Sie uns den Flüchtling Savar und das von ihm gestohlene Warpschiff. Unverzüglich. Ich bin Captain Ellen Delia von der USS Euderion. Gern überstellen wir Ihnen Ihr Eigentum. Was Savar angeht, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass er um Asyl gebeten hat und nun unter dem Schutz der Föderation steht. Savar ist novarianischer Bürger und untersteht unserem Recht. Übergeben Sie ihn uns unverzüglich oder wir werden... General Kolek, egal welche Säbel Sie gerade hier rasseln lassen wollten. Ich bin mir sicher, Ihre Offiziere haben das militärische Potenzial unserer beiden Schiffe miteinander verglichen. Belassen wir es dabei. Dieses Kräftemessen nützt niemandem etwas. Sollten Sie Interesse haben, die Sache mit Savar zu besprechen, so lade ich Sie zu einem Gespräch auf neutralem Boden ein. General, neue Befehle. Einen Moment. Einverstanden. Ein Vertreter wird in einer Stunde bei Ihnen eintreffen. Kolek Ende. So weit, so gut. Sie sind alle so bemüht, ihre Einkommen und Pension zu schützen. Sie sind damit beschäftigt, zu diskutieren, ob unsere Noten gut sind, ob wir unsere Ernährung ändern sollten oder welcher Promi gerade eine Affäre hatte, während unser Planet brennt. Sie verbreiten mit ihren Aktionen nur Angst und Panik unter der Bevölkerung. Sie verstehen offenbar nicht. Wir wollen, dass sie in Panik geraten. Sie müssen endlich aufwachen. Würde eine ihrer tollen Rüstungsfirmen oder eine Bank in Gefahr sein, würden sie nicht zögern, um einen Großteil ihres Etats aufzuwenden. Aber es ist ja nur unser Planet. Was sollte uns das kümmern, nicht? Von Kindern und Jugendlichen kann man nicht erwarten, dass sie bereits alle globalen Zusammenhänge und das ökonomisch Machbare sehen. Das ist eine Sache für Profis. Botschafter Coyle, meinen Sie nicht, Ihre Kinder verdienen es, mitreden zu dürfen? Immerhin sind Sie es, die einmal den Planeten erben werden. Und wenn Sie die globalen Zusammenhänge noch nicht wirklich verstehen, dann sollte man sich mit ihnen zusammensetzen und sie ihnen erklären. Diese Umweltaktivisten machen es sich zu leicht. Sie verlangen, dass wir die CO2-Emissionen um so und so viel Prozent reduzieren. Dabei vergessen sie, dass die Bevölkerung ernährt werden muss. Die Wirtschaft darf nicht leiden. Das, was sie verlangen, kann nur mit massiven Freiheitseinschränkungen für alle Schichten erreicht werden. Wie erklären Sie einer Arbeiterfamilie, dass sie ihren Jahresurlaub nicht antreten kann, nur weil ihr Klimaterroristen denkt, dass es zu gefährlich für die Umwelt sei? Oder warum Hunderttausende Arbeiter entlassen werden müssen, nur weil eine Fabrik schließen muss, die ihren Klimazielen nicht entspricht? Wir müssen aus unserer Komfortzone heraus. Dies ist die größte Krise des Planeten. Sie geht uns alle etwas an. Wenn wir sagen, dass wir Angst vor der Zukunft haben, die ihr uns bereitet habt, dann tätschelt ihr uns einfach nur und sagt, dass alles gut wird. Aber es wird nicht alles gut. Novaris hat keine 50 Jahre mehr. Wenn man in einer Krise steckt, muss man anfangen, sein Verhalten zu ändern. Es sind die immer wieder gleichen Argumente, aber ohne praktische Lösungen. Da könnte die Föderation vielleicht einspringen. Wenn die novarische Regierung offiziell bei der Föderation um Hilfe bitten würde, könnten wir sie in vielen Maßnahmen unterstützen. Wir könnten planetare Luftaufbereiter installieren, Bodenfilter aufbauen oder medizinische Strahlungsimpfungen anbieten. Und was würde uns das kosten?
Die Föderation ist keine gewinnorientierte Organisation. Wir erwarten keine Gegenleistung. Allerdings sollten Sie unsere Vorschläge zur Reduzierung der negativen Einwirkungen auf Novaris berücksichtigen. Soll heißen... Das soll heißen, dass Sie die größten Umweltverschmutzer abschalten, bis wir gemeinsam eine Möglichkeit gefunden haben, sie gegen, sagen wir mal, weniger aggressive Einrichtungen zu ersetzen. Ich habe hier eine Liste von Maßnahmen, die man innerhalb kürzester Zeit umsetzen könnte. Ich muss mich mit meiner Regierung beratschlagen. Hätten Sie eventuell ein Kommunikationsterminal für mich? Wir können Ihnen natürlich ein Quartier anbieten. Dort können Sie in Ruhe Kontakt mit Ihrem Planeten aufnehmen und alles besprechen. Meine Herren, ich danke Ihnen. Wie erwartet hat Zavar die Föderation auf seine Seite ziehen können. Glücklicherweise benötigen sie Zustimmung unserer Regierung, um handeln zu können. Die wird sie von uns nicht bekommen. Zavar ist ein Störenfried, der uns in der Vergangenheit mit seinen Ökoaktionen schon genug Summen gekostet hat. Ich gebe zwar zu, dass die Föderation uns helfen könnte, aber es wäre der falsche Zeitpunkt. Die Wahlen stehen kurz bevor und wenn wir plötzlich beginnen, unwirtschaftlich zu handeln, würden wir viele unserer Geldgeber verlieren. Also soll ich Ihnen eine Absage erteilen? Ja, nicht auszudenken, was geschehen würde, wenn die Föderation unseren Markt plötzlich aufweicht. Denken Sie nur an den Verkauf der Atemmasken. 6 Milliarden Bewohner auf diesem Planeten. Das sind 6 Milliarden Kunden. Und wenn keiner mehr diese Atemmasken benötigt, dann fallen für die Arbeiter Hunderttausende Arbeitsplätze weg. Und uns würde man die Schuld geben. Botschafter, beenden Sie endlich diese leidige Episode. Verstanden. Coilan Captain Delir? Ich habe Rücksprache mit meiner Regierung gehalten und ich befürchte, ich muss Ihr Angebot leider ablehnen. Ich habe gerade die Antwort der novarischen Regierung erhalten. Lassen Sie mich raten, Sie haben abgelehnt. Leider ja. Es ist ja nicht so, als hätte ich es nicht schon erwartet. Ich hatte wenigstens die Hoffnung, dass Sie auf die Föderation hören würden. Das hatte mir bisher Kraft gegeben. Ich muss leider sagen, dass unsere eigenen Hochrechnungen zum Verfall des Planeten wenig ermutigend sind. Wir rechnen mit 40 Jahren bis zum vollständigen Kollaps jeden Lebens auf der Oberfläche. Das war's jetzt für uns. Ich kann Ihre Regierung nicht zwingen, uns helfen zu lassen. Aber wenn Sie es wünschen, können wir Sie und einige Ihrer Kameraden evakuieren. Das wäre nicht recht. Mich zu retten, während mein Volk stirbt. Und das alles nur wegen ein paar engstirnigen Köpfen, denen man wohl nur die Augen öffnen könnte mit der Holzhammer Methode. Es tut mir leid. Danke, Captain. Ich werde jetzt mein Shuttle bereit machen. Wir sehen uns im Hangar. Zavar. Ja. Es tut mir leid, dass wir keine Einigung erzielen konnten. Aber ich verspreche Ihnen, die Föderation wird sich um diplomatische Beziehungen bemühen, damit wir diese Verhandlungen wieder aufnehmen können. Das ist sicher nett gemeint, aber nett gemeinte Aussagen habe ich in den letzten Jahren schon zu oft gehört, während die Zeit uns weiter davonläuft. Ich wünschte, ich könnte aktiv eingreifen, aber die oberste Direktive bindet mir die Hände. Solange die Regierung keinen offiziellen Gesuch einreicht, kann ich nichts für sie tun. Das wird nicht passieren. Dafür müssen sie erst wachgerüttelt werden. Schon viel zu lange stehen die Politiker einer Lösung im Weg. Auf Wiedersehen, Captain. Alles Gute, Zavar.
was auch immer nötig ist. Was zur Hölle geschieht da? Massive Explosion auf der Planetenoberfläche. Das Gefecht zwischen Savar und den Kreuzern hat erhebliche Kollateralschäden verursacht. Mehrere Atomkraftwerke sind explodiert und Industrieanlagen. Die Strahlungswerte gehen durch die Decke. Und es wird noch schlimmer. Die dichte Bebauung des Planeten sorgt für zahlreiche Kettenreaktionen in den umliegenden Arealen. Wenn sich das so fortsetzt, ist das gesamte Ökosystem vollständig ruiniert. Warum sollte er so etwas tun? Vielleicht aus folgendem Grund. Die novarianische Regierung meldet sich. Sie ersuchen offiziell unsere Hilfe. Föderationsschiff! Sie müssen uns helfen! Ich fürchte, das übersteigt ein wenig unsere Möglichkeiten. Wir unterstützen Sie gerne in der medizinischen Behandlung oder der Strahlungseindämmung, aber wir haben es hier mit einem globalen Problem zu tun. Wir müssten weitere Schiffe und Spezialisten von der Föderation anfordern, die Ihnen helfen können. Wären Sie notfalls bereit, Fabriken und Kraftwerke abzuschalten? Ja, alles, was nötig ist, um diese Strahlenwolke aufzuhalten. Wenn der Wind sie erst verteilt, wird es zu spät sein. In Ordnung, Botschafter. Erwarten Sie unsere Hilfslieferung, bis die Berater der Föderation eingetroffen sind. Diese werden Ihnen dann zeigen, wie Sie Herr dieser Lage werden. Delia, Ende. Wie der alte Mythos vom Frosch im Kochtopf. Setzt man einen Frosch ins heiße Wasser, springt er sofort hinaus. Setzt man ihn hingegen in einen Topf mit kaltem Wasser und erwärmt dieses langsam, so bleibt er sitzen, bis es zu spät ist. Wie recht Sie haben, Harryman. Logbuch Captain Alan Delia. Eine erste Hilfsflotte der Sternenflotte hat gerade Novaris 3 erreicht und löst uns ab. Ich kann nicht gerade behaupten, froh über den Ausgang dieser Mission zu sein. Die Novarianer haben zwar bei der Föderation um Hilfe gebeten, aber ich weiß nicht, ob das schon zu spät ist. Selbst die Föderation kann in den verbleibenden 5 Jahren nicht das wiedergutmachen, was über Jahrhunderte angerichtet worden ist. Die Novarianer müssen umdenken und lernen, dass Gesundheit und Unversehrtheit ihres Heimatplaneten wichtiger ist als Reichtum, wenn sie überleben wollen. Und vielleicht sollten sie zukünftig ihren Kindern mehr Gehör schenken. Sie sind es schließlich, um deren Zukunft es geht. Und die all das auszubaden haben, was die herrschende Elite heute beschließt.
Ich habe hier eine Auflistung von Maßnahmen, die man innerhalb kürzester Zeit umsetzen könnte. Das Bild ist verkehrt rum. Sieht man aber gerade nicht. Sie sind alle so bemüht, ihre Einkommen und Pensionen zu schützen. Sie beschäftigen... Wir müssen aus unserer Komfortzone raus. Und das weiß ich. Nein, du bist fast. Der Autopilot wird mich nicht ersetzen. Der Autopilot... Roboter werden meinen Arbeitsplatz nicht einnehmen. Ich hak ein Loch in unser Raumschiff. Ich weiß, es ist nicht gut. Scheiß drauf, solange es Spaß macht. Goodbye und guten Flug. Aber ich verspreche Ihnen, dass die Föderation sich um diplomatische Beziehungen bemühen wird. Okay. Ich bin es nicht, der unserem Projekt die Zukunft nimmt. Ich sorge dafür, dass meine Zukunft... Herein? Captain, ich habe das novarianische Schiff untersucht und sein Datenraum... Warum lacht sie jetzt? Ich habe keine Ahnung. Weil dein Gesicht gesagt hat, oh Scheiße, ich muss jetzt auch reden. Mein Gesicht hat gesagt. Und die Situation bereits geprüft. Die Novarianer verlangen die Auslüftung. Die Auslüftung. Herein? Könntest du vielleicht das Pipi machen? Dann sieht das so. Hier spricht General Kollek vom Novarianischen Konsortium. Übergeben Sie uns den Flüchtling Damar und das von ihm Wie heißt der? Ach, scheiße. Unser Captain bewährt einen fremden Würdenträger. Das sind diplomatische Beziehungen, die ich aufbaue. Oder beispielsweise medizinische... Medizinische. Ich mach's nochmal, kein Problem. Immerhin sind sie es, die den Planeten einmal erben werden. Verstanden. Keul. Soll ich? Captain, ich habe das novarianische Raumschiff untersucht und seinen Datenspeicher angeschafft. Kopfticket anschaffen. Datenspeicher anschaffen. Schweiß, Schweiß, Baby. Heiß, heiß, Baby. Come on, come on. Das hatte ich jetzt. Botschafter Keul, meinen Sie nicht, Ihre Kinder verdienen es mit Stopp mal. Da liegen noch Texte auf dem Tisch. Bam, bam, bam. Über richtig und falsch können wir später noch diskutieren. Nein, nicht runtergucken. Ja, sorry. Entschuldigung. Okay. Soll ich mich doch wieder hinstellen? Ja, das wäre vielleicht besser. Aber wir haben es hier mit einem globalen Problem zu tun? Ja, tatsächlich cool. Also nicht cool natürlich. Fenrich, Sie sind ein Schatz. Führungsoffiziere, bitte auf die Brücke. Er hat echt alles Hier spricht General Kollek vom Novarianischen Konsortium. Übergeben Sie uns den Flüchtling Damar. Scheiße. Jetzt einmal. Früher Kardasia! Das war ein schöner Blick. Ich bin Captain. Ja, cool. Ah ja, nur so nebenbei. Im Hauptquartier tragen wir keine Schuhe. Muskelfaserriss in der linken Hälfte. Das ist recht. Na, vom Patienten aus. Bestenfalls dürftig. Wie es aussieht, hatten sie vor einiger Zeit einen Frosch im Hals. Was denn? Bruder. Muskelfaser im linken Arm. Das sind Fasern, richtig. Ein Riss. Also soll ich Ihnen eine Absage erteilen? Ja, es ist nicht nicht auszudenken. Okay, ja, warte. Das glaube ich, wenn ich mir die Messwerte so anschaue. Erhöhtes... Das muss übergegriffen sein. Ich habe gerade die Antwort
Du kannst schon reagieren, wenn sie nicht Die will er nicht wissen. Ich hab den Text vergessen. Bis ins Blutkreislauf. Bitte was? Höhe des Rufs erreichen. Ich bin ein wertvolles Mitglied dieses Schiffs. Ich bin ein wertvolles Mitglied dieses Schiffs. Ist gewährt, unter der Voraussetzung, dass Sie weitere Informationen über die... Ruhe da draußen! Mann! Bitte. Lecker Eis. Ich dampf auch noch aus meinem Mund. Ach, echt nicht? Ja, ich film einfach weiter. Ungeübt, kalt. Red nicht mit vollem Mund, Mann! Aber die ist kalt. Die hat keinen Anstand. Die hat einfach keinen Anstand. Ich bin jung, ich glaube. Was ist das? Wehe, du kotzt mich an. Wehe, Na, schon runter. Was?